Hallo zusammen! Grille des Todes, Finale! Es sind die letzten Schritte noch. Ihr seht, es ist einiges gegangen seit dem letzten Mal. Heute wird gefahren damit. Das Ding, das ist ja komplett mehr oder weniger so da gewesen, vom Stil her. Also das Schutzblech war ein bisschen anders gewesen, aber vom Stil her ähnlich. Aber wir haben es natürlich übertrieben mit unserer Webergabel und so weiter, mit den 72 Speicherrädchen. Dann der Lenker, der war halt wirklich nicht mehr schön gewesen, und ich habe gefunden, hey, wenn alles neu ist, dann machen wir einen neuen Lenker an. Bewusst aber wieder Kabelzeug aussen, da mit diesen schönen Chromstahl elektropolierten Kabelhüllen. Jetzt müssen wir hier noch ein paar Halterchen montieren. Ich würde sagen, wir fangen gerade mal an. Jetzt machen wir das hier her, unter die Schraube. Ich tue jetzt das aufbohren. Dann machen wir das hier her, dann können wir es nämlich schön klemmen. Dann rutscht das auch nicht mehr raus. Es ist eng, aber es langt. Ja, ja. Weil hier vorne schwingt die Kette nicht mehr wahnsinnig. Nein, nein. Sie kann ja gar nicht, weil sie da... Sie steht ja da eh an. Du musst es aber einspannen, nicht, dass es um die Finger herumwickelt. So, jetzt haben wir das Blättchen hier schön. Jetzt müssen wir da. So würde ich jetzt das montieren und hier einfach eine Ecke abbeugen. Weißt du, dass es nicht gut so rutscht es auch nicht mehr raus. Hast du die Schraube da? Nein, aber wir können es noch ein bisschen runterbeugen. Kann ihm geben? Kannst du ihm geben. Also, dann können wir das hier hinten montieren und dann haben wir dort die Länge. Dann können wir es leicht klemmen. He? So. Können wir da ein bisschen reindrücken. Also. Hast du einen Durchschlag und ein Hämmerchen? Dann Alles habe ich, alles. Gut. Der geht nicht mehr an. Schau mal das. Nein, ist wunderbar. So. Nein, schau jetzt. Schau, es geht nicht. Genau, ist nur richtig. Ja, muss nur richtig. Nein. Also, weg. Weg. Ja. Das könnten wir auch da. Dass wir da Unten könnte man etwas ein Löchli. Ja, weil dann ist er auch... Ja, ja. Komm, wir bauen hier ein Löchli. Das ist jetzt Ansichtssache, gell? Führung gibt. Ja, es ist alles schöner als Kabelbinder. Das ist nicht Ansicht so. Also das bringt gar nicht so viel. He? Dann tun wir Dann hast du einfach mehr klemmen. Oder wenn man einfach hier einen Kabelbinder macht, dann kommt das schon höher raus. Aha, jetzt sind wir wieder beim Kabelbinder. Da. Ja, ja. So. Ja. Ja, die Lösung ist manchmal so einfach. He? Kabelbinder. Ja, am richtigen Ort. Ja, natürlich, am richtigen Am Ort. richtigen Ort. Das da, das gibt einen Luftfilter. Das kann man kaufen. Das Netzli mit dem Trichter finde ich hure geil. Jetzt habe ich hier einfach einen Adapter gedreht und mit diesen Schlagnieten da habe ich das quasi befestigt. So ein bisschen Loctite tun dort, dass es nicht löst. Nein, nein. Dass du deinen schönen Luftfilter verlierst. Die E50-Motoren werden immer heiß wie verrückt, oder? Also das ist ein riesiges Problem. Darum verbauen wir jetzt auch hier keine VEC-Zündungen, weil die vertragen die Hitze nicht ganz so wie eine Dugatti, oder? Und das hier, das ist quasi ein Deckel vom Seilzugstarter. Da haben wir so ein Alublech hier gemacht mit diesen Riffeln. Leicht schräg, der kommt dann so, also wegen dem Regen. Einregnen kann es schon mal nicht direkt. Aber natürlich, klar, es ist feucht, vom Vorderrädchen so hat man den Wassernebel. Aber das dreht so schnell, ich behaupte, da kommt nichts drin an. Also das verhebt ganz sicher, oder? Und da unten hat es einen Ablauf, also läuft das Wasser unten wieder raus. Und da hat man natürlich extrem geil Luft. Und es sieht eben auch noch richtig geil aus. Also die Nieten können wir noch ein bisschen arbeiten, die machen wir das nächste Mal noch Das ein ist bisschen zum schöner. Testen. Aber Das ist zum Testen ist jetzt mal wir müssen gut. testen und nachher kann man es natürlich dann noch verfeinern. Das Endprodukt eigentlich wäre natürlich logischerweise der Deckel herstellen mit der Lamelle drin. Dass man da nicht mehr den Einsatz hat, sondern dass die Lamellen gerade im Blech hinein sind. Wir sind ja auch dafür da, um so Sachen zu probieren. Das sieht richtig schön aus. Das hat so viel Farbe drauf.
Da vorne bei den Fußraster habe ich es gesehen, das war alles lackiert und dann musste ich dort natürlich abschleifen, um die Fußraster zu montieren, weil es ist ein 16er Röhrchen, die Fußraster dementsprechend auch Innendurchmesser 16 und das hat 17 mm gehabt. Also wir haben einen halben Millimeter Lack auf dem Ding. Bei so speziellen Lackierungen da hat man einfach mega viele Schichten drauf, oder? Das ist schon schön. Ich muss noch ein bisschen raus. Gut. Ja. Nein. Das Grün zu kurz. Kurz. Zu kurz, ja. Siehst du etwas dort? Also. Stopp, stehst du an. Ist zu lang? Ja. Also du hast dort einen halben Millimeter Luft vom Tubtara bis zum eben, es ist Ankerplatte und jetzt okay. ist sie gerade rausgekommen. Also dann 2 mm kürzer. 2 Millimeter. Das ist immer so Ja, scheisse. ein Kästen. Ich komme wieder. Ist gut. Alle guten Dinge sind 3. 2 Millimeter, hä? Ja. Gut. Exakt. Dann sieht man einfach immer Töffel. Das ist etwas für eine Gruppe. Das ist nichts zum alleine machen. Immer noch gut. Immer noch gut. Der Tubtara hätte schon ein bisschen geraten, aber sonst... Nein, ist gut. Du kommst ja da, weil alles lackiert ist. Ui, ui. Also diese Seite ist schon sehr geil. Wirklich. Da alles satt und geht gerade so. Aber eben, das ist ja ein Hobel, um eigentlich auch richtig zu brauchen, oder? Ja, natürlich. Weißt du noch? Ja, genau. Ja, ja. Jetzt bauen wir mal einen Custom-Hobel, aber wirklich Aber einer für auf die Straße, oder? Ja, ja. Dann ist das dabei rausgekommen. Das ist eine originale Eierlampe. Und dann aber mit dem geilen Ringli. Der Lampenring ist neu verchromt. Aha. Und zwar à la Dörer, richtig geil neu verchromt. Mit Verkupfern, Vernickeln, Verchromen. Also der hat schon mal eine Schicht drauf. Und der Lampenring, eben einen halben Millimeter. Und bis das wieder da drauf gegangen ist. Schau mal, ja, eben, jetzt da sieht man mal schön die Schichten. Wahnsinnig, oder? Die müssen runter. Ja, da oben hat man das Näschen. Das hängt man rein. Und dann muss das da drauf. Jetzt hört man es schon. Es ist gerade so schön satt. Aber das ist recht. Ich habe natürlich mich sehr schwer da, um da umzuschleifen. Das mache ich natürlich sehr ungern. Aber ist klar, wenn das natürlich dort hängt. Und ich finde, man darf das ruhig einmal zeigen, mit den Problemen, die wir jeden Tag kämpfen. Da ist jetzt genau auch eine Stelle. Da seht ihr, da hat es den Lack so richtig aufgeblustert. Weil das sind gefräste Teile mit dem Radius dieser Welle. Und wenn dort natürlich einen halben Millimeter Lack drauf ist, dann passiert das einfach. Da kann man wirklich nichts dagegen machen, weil das muss natürlich richtig schön geklemmt sein, gerade so ein Teil. Und ich finde einfach, man darf das auch ruhig mal zeigen. Speziallackierungen, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Das ist auf einer Seite ist das schön, aber nichts im Vergleich zu früher, wie jetzt da steht gerade der Express, das ist so eine dünne Lackierung. Und das ist heute einfach anders. Auch wenn man es einfach uni quasi lackiert, du hast einfach die gewisse Schichtdicke. Die haben halt andere Chemikalien gehabt. Gewisse sagen giftigere. Giftig. Dafür haben sie immer. Ja, immer. Das auch. Ja, ja. Weil da haben wir rumgeschweißt und gemacht. Und wenn du heute an einem lackierten Hobel irgendwo unten einen Rahmen flickst, einen Tank flickst, dann hast du einfach, wenn du nicht immer Wasser sprühst und so, dann hast du einfach auf so eine Länge, ist der Lack weg. Bei denen, ja, da bratest du drüber und hast vielleicht so einen halben Santi nebendran, ist es so ein bisschen, löst sich so langsam. Das ist ganz verreckt. Das ist einfach ganz etwas anderes. Ja. Aber es ist geil, wenn du das da mit der Linie, ja, ist super. da mit den Schwingen, Ja, alles. Ja, aber mega ist geil, das hebt alles. Hast du das extra noch nicht Rücklichtli. Das ist ja... Zum Richten. Oh. Das Rücklicht ist immer so ein Thema. Wir machen zu viel, machen wir es da oben an oder irgendwo an der Seite oder hin auf Schutzblech. Aber das da, das finde ich recht geil. Weil das ist der LED-Streifen, der sehr, sehr hell ist. Dort hat es ja Rot, Gel und Schwarz. Schwarz ist Masse. Und dann hast du Gel ist Normallicht und Rot ist Bremslicht. Und dann, wenn du das Gel brauchst du nicht, und dann hängst du das Rot, dann ist das sehr hell. Und da unten finde ich es jetzt sehr fein, das Halterli gemacht, um es draufzukleben und nachher mit den Kabelzeug, also mit dem Stromkabel, da in den Rahmen rein, da rein durch und da vorne raus. Und das Halterli hast du gemacht?
Selbstverständlich. Ja, du. Und dann hast du da geschweißt, oder was? Ja. Geil, Schön, oder? Das ist wirklich geil. Herzig. Staune ich jetzt, hä? Ohne Fluchen. Ohne Fluchen. Die machen es immer da hinten, aber ist doch viel schöner als da hinten. Nein, hör auf. Das ist viel geiler. Most. Most. Ja, Most hat es drin. Vorher beim Hobel sind die Kabelzüge drin reingezogen und Ja. jetzt habe ich es aber wieder rausgenommen. Das sind halt einfach mega schöne Züge, oder? Sieht geil aus. Das ist sehr bequem eben. Sag, ich will da mal drauf hocken. Das ist sehr bequem. Hey, das Licht geht sogar. Ach, geh! Ja, ja. Nein, das ist jetzt wirklich geil, sorry. Dann fahren wir mal Ründeli. Voll gemütlich, Das ist aber oder? geil. Gemütlich. Ja. Willst du auch noch? Ja. Ich kann auch mal fahren. Ja, herrlich. Nimmt mich sehr wunder, was ihr von dem denkt. Mir gefällt es unheimlich gut. Die Rädchen, die spezielle Gabel, das ist wirklich, hat ein paar Specials. Wir wollten ja eigentlich nur wieder restaurieren, weil es wirklich einfach mal verdient hat, weil es so viel gebraucht worden ist. Das kommt dabei raus, wenn man mal anfängt und denkt, ja komm, so geile Räder, Ja, noch das etwas. ist Und klar. dann, ja komm, die Gabel sieht eben schon auch noch Ja, geil sicher. aus. Und es hat kein Ende mehr. Ich habe das Gefühl, der wird ziemlich begehrt sein. Weil Ja. Kickstarter ist etwas sehr, sehr Angenehmes. Fußraster vorne macht es gerade für meine Größe sehr, sehr angenehm. Da ich sage immer, vom Sattelsitzfläche bis zu den Griff muss ich in meiner Größe mindestens 20 cm haben, dass es angenehm wird. Da haben wir sicher ein bisschen mehr. Also Federgabeln, es ist einfach auch bequem zum Fahren. Stabile Rädchen. Nein, also das ist wirklich sehr, sehr eine angenehme Sache. Also den kann man nehmen, ein paar Mal kicken, dann läuft das Ding. Ich habe das Gefühl, auch mit der Hitze haben wir kein Problem mehr jetzt da. Ja. Da kann man dann gerade mal im Regen kann man Genau, mal eine mal halbe Stunde testen. rumfahren. Also Ja. sehr, sehr eine gelungene Sache, sehr ein schönes Projekt gewesen. Es ist wieder Geil. abgeschlossen. Schön. Riegel, Gut gemacht. also. Wieder machen etwas wir- mehr für in den Kasten hier dort. Wieder einen Ja. rausnehmen. Ja, sag nicht. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Unterstützung, die stetige. Wir machen weiter. Ich hoffe, ihr auch mit dem Zuschauen von uns. Und ihr könnt gerne mal vorbeikommen und das alles live anschauen, weil wir haben ja jetzt hier die neue Location in Saarland. Und da ist immer der erste Freitag im Monat ist da so ein Treffpunkt für Benzingespräche. Und ich bin meistens vor Ort, nein, ich bin eigentlich immer vor Ort, außer es brennt gerade die Welt. Und da freue ich mich drauf, es hat schon sehr viele schöne neue Kontakte gegeben. Also kommt ruhig mal vorbei, immer der erste Freitag im Monat ab 6 Uhr, das seht ihr alles auf unserer Homepage. Da ist drauf, was für ein Food das es gibt, was für eine Liveband das es hat. In dem Sinne eine gute Zeit und bis bald, hoffe ich persönlich. Tschüss zusammen. Ciao.